Good morning. Guten Morgen. Here is a question that we have to ask ourselves. Hier ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Why is it such a serious matter that a Christian should be a friend of the world? Warum ist es so eine ernste Angelegenheit, dass wir Christen nicht Feinde dieser Welt sein sollten? You know, what's wrong with the world? Was ist falsch mit der Welt? There are nice people in this world. Es gibt nette Menschen auf dieser Welt. Look, we have to understand something. Du musst etwas verstehen. That the answer to this question, why is it such a serious thing to be the friend of the world? Die Antwort auf die Frage, warum es so gefährlich ist, ein Freund dieser Welt zu sein, We have to find out what the word world even means. müssen wir herausfinden, was das Wort Welt bedeutet. Do you know what Jesus said in John chapter 17 verse 14? Weißt du, was Johannes in 17, Vers 14 sagte? He says, you are in this world, but you're not of this world. Er sagt, ihr seid in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. So if I'm not of this world, Wenn ich nicht von dieser Welt bin, because this world is completely opposed to God's thoughts and God's ideas, weil diese Welt völlig im Gegensatz zu Gottes Gedanken und Gottes Ideen steht and God's value system, und Gottes Wertesystem, then automatically if I become a friend of that system, I'm an enemy of the other system. dann werde ich, wenn ich ein Freund von diesem System werde, automatisch ein Freund des anderen Systems. You know, Jesus used very strong words. Jesus benutzte sehr klare Worte. He said, he who is not for me is against me. Er sagte, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. You know, there's no neutral ground. Da gibt es keinen neutralen Boden. Oh, Jesus, you know, I'm not really against you, but I'm also not for you. Weißt du, Jesus, ich bin nicht wirklich gegen dich, aber ich bin auch nicht für dich. But Jesus said that can't happen. Aber Jesus sagt, dass dies nicht passieren kann. So here is the truth. Hier ist die Wahrheit. The system of this world is in direct enemies to the kingdom of God. Das System dieser Welt ist ein direkter Feind des Königreiches Gottes. That's why the moment I become a friend, a lover of this system, I'm automatically against the kingdom of God. Deswegen bin ich automatisch gegen das Königreich Gottes in dem Moment, in dem ich ein Freund, Liebhaber dieses Systems werde. Do you know what the actual word church means in the original Greek? Weißt du, was das Wort Kirche im Originalgriechischen bedeutet? In the original meaning, it means the people who are called out. Die Originalbedeutung ist Menschen, die herausgerufen sind. Called out, to go out. Herausgerufen, hinausgehen. In fact, one of the meanings is a group of people that is called to go out, to go, like go out of the house, go outside. Eine der Bedeutung ist eine Gruppe von Menschen, die herausgerufen sind. Geht hinaus, wie aus dem Haus gehen. So God has clearly made it very clear that the church is a group of people that have gone out of the system of this world. Gott hat es sehr klar gemacht, dass die Kirche eine Gruppe Menschen ist, die aus dem weltlichen System herausgegangen sind. You know, if we don't understand that we have been saved and purchased to go out of that system, Wenn wir nicht verstehen, dass wir gerettet und gekauft wurden, um aus diesem System herauszugehen, then what's going to happen? was passiert dann? Then we are going to live in the world and we are also of the world while we're trying to live for Jesus. Dann leben wir in der Welt und sind auch von dieser Welt, während wir versuchen, für Jesus zu leben. No, when Jesus said that we are in this world but not of this world, Als Jesus sagte, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, he was never promoting the idea hatte er nie für die Idee geworben, that we should live hidden away in a monastery. dass wir versteckt in einem Kloster leben sollen. That's not what he's saying. Das hat er nicht gesagt. He says, no, we are in this world. Er sagte, nein, wir sind in dieser Welt. So we live in this world, but we are not part of the system. Also leben wir in dieser Welt, sind jedoch nicht Teil dieses Systems. It's almost like this. Es ist beinahe wie, And in fact, the Bible uses this term. und die Bibel benutzt tatsächlich diesen Ausdruck. Look, I can go to Russia, Schau, ich kann nach Russland gehen and right there is an embassy of the United States of America. und dort gibt es eine amerikanische Botschaft. So the American ambassador, Der amerikanische Botschafter, what happened? was passiert? He lives in Russia, but he's not part of the Russian system. Er lebt in Russland, ist jedoch nicht Teil des russischen Systems. He is American. He lives by the American values. Er ist Amerikaner, er lebt nach den amerikanischen Werten. He even has whatever they call it. He is
immunity. He has immunity. Er hat sogar Immunität. You know, an ambassador in another country has immunity. That means he lives by a different law. Ein Botschafter in einem anderen Land hat die Immunität. Das bedeutet, dass er nach einem anderen Gesetz lebt. That's exactly what the Bible and Jesus is trying to teach us. Das ist genau das, was Jesus und die Bibel versuchen uns zu lehren. Listen, I know you lived in Russia, but you're American, part of a different system, of a different government. Ich weiß, dass du in Russland lebst, aber du bist Amerikaner, Teil eines anderen Systems, Teil einer anderen Regierung. I know you are living in this world, but you're part of a completely different system. Ich weiß, dass du in dieser Welt lebst, doch du bist Teil eines komplett anderen Systems. You see, Jesus purchased us. He paid a very high price for us. Siehst du, Jesus hat uns erkauft. Er bezahlte einen sehr hohen Preis. Because he paid such a high price for us, he wants us to be part of his kingdom and his lover and his closest friend. Weil er für uns einen sehr hohen Preis bezahlte, will er, dass wir Teil seines Königreiches, sein Liebhaber und sein engster Freund sind. Think with me. Überlege mit mir. If the system of this world is in enmity against God, Wenn das System dieser Welt mit Gott in Feindschaft ist, the moment I love that system, I make myself also an enemy of God. mache ich mich auch zum Feind Gottes, in dem Moment ich dieses System liebe. It's very simple and very logical. Es ist sehr einfach und sehr logisch. When the Bible talks about the world, Wenn die Bibel über die Welt spricht, it's actually there are different Greek words. werden verschiedene griechische Worte benutzt. And of course, the Bible is not talking about the physically organized world. Und natürlich spricht die Bibel nicht über die physische, organisierte Welt. You know, like I said, we're not called to get out of the world. We're just called to get out of the world system. So wie ich sagte, sind wir nicht aus der Welt heraus, sondern heraus aus dem System gerufen. You know, the physical world, you know, it's like this cosmos that we live in. Die physische Welt ist der Kosmos, auf dem wir leben. That's where we are part of. We're supposed to live. Davon sind wir ein Teil, wir sollen hier leben. You know what's very interesting? Weißt du, was sehr interessant ist? And I think it's maybe a little sad. Und vielleicht ist es ein bisschen traurig. That Christians think that the important thing is in which part of this physical world cosmos we live. Christen denken, dass es wichtig ist, in welchem Teil dieser Welt, dieses Kosmos wir leben. So, the Brazilian dream of moving to America. Der brasilianische Traum, nach Amerika zu übersiedeln, They can only live in the part of this world that's called America. Their life will be so wonderful. sie können nur in dem Teil leben, welcher Amerika genannt wird. Ihr Leben wird dann so wunderbar sein. I've met so many Brazilians who moved to America and their lives in a mess. Ich traf so viele Brasilianer, die nach Amerika gezogen sind und ihr Leben ist in einem Chaos. You know, think about it. It doesn't really matter so much in which part of this cosmos world you live. Denk darüber nach, es spielt keine große Rolle, in welchem Teil dieser Welt, dieses Kosmos wir leben. Yet we make this so important. Und trotzdem halten wir es für so wichtig. When I moved here to Brazil, Als ich nach Brasilien zog, one of the questions that I was asked over and over and over again, eine der Fragen, die mir immer und wieder gestellt wurde, war: do you like it to live in Brazil? Liebst du es, hier in Brasilien zu leben? Do you know, to be really honest, the question did not even make sense to me. Die Frage ergab für mich nicht einmal einen Sinn, um ehrlich zu sein. If I'm not part of the system of this world, Wenn ich nicht Teil des Systems dieser Welt bin, neither in Austria, nor in America, nor in England, nor in Brazil, all the countries I lived, weder in Österreich, noch in Amerika, noch in England, noch in Brasilien, in allen Ländern ich lebte, then what does it matter in which physical location I live? ist es egal, an welchem physischen Ort ich lebe. It makes no difference. Es macht keinen Unterschied. If Jesus says tomorrow go to Africa, my bags are packed. Wenn Jesus sagt, dass ich morgen nach Afrika gehen soll, dann sind meine Koffer gepackt. If I've got to go and move and live in a tent and in a bush, who cares? Wenn ich umziehen und in einem Zelt im Busch leben muss, wen interessiert das schon? The physical world that I live in, I'm only passing through and I'm not part of it. Die physische Welt, in der ich lebe, da bin ich nur auf der Durchreise, ich bin kein Teil davon. So if I'm not part of it, Wenn ich nicht Teil davon bin, you know, then what's the problem? was ist das Problem? Wherever I can live in, it's fine. Wo immer ich leben kann, ist es gut. Because I'm not part of the system, not in America, not in Austria, not in Europe, no anywhere else. I'm part of a different world system. Denn ich bin nicht Teil von einem System. Nicht in Amerika, nicht in Österreich, nicht in Europa, nirgends. Ich gehöre einem anderen Weltsystem an. Part of a different world. Teil einer anderen Welt. The Bible says we're ambassador and the Bible says we are citizens of heaven. Die Bibel sagt, dass wir Botschafter sind und die Bibel sagt, dass wir Himmelsbürger sind. Think about that. Denk darüber nach.